Passend zur Herbst- und Kürbiszeit möchte ich in diesem Video mal mit Tusche und Aquarell ein paar Mini-Kürbisse malen. Und da ich mehrere davon benötigt habe, habe ich mir von den Staffeleien und Leinwänden gleich einen 10er-Pack besorgt. Die Leinwände haben ungefähr das Format von 10 x 10 Zentimetern. Und hier habe ich dann bemerkt, dass es verschiedene Ausführungen gibt. Ich habe mir also die Variante besorgt, bei der die Leinwand sozusagen komplett um den Rahmen drumherum gelegt ist und von hinten vertackert ist. Das erschien mir die stabilste Variante. Es gibt dann wohl auch Ausführungen, da wird die Leinwand nur an den Seiten umgelegt und wird nachher nur verklebt. Das erschien mir nicht so stabil. Und es gibt die Variante, dass man eine Malpappe hat. Das heißt, hier wird einfach nur ein verstärkter Karton unterlegt und die Leinwand dann drüber gezogen. Und mir erschien die Variante mit komplett umgelegter Leinwand und dem vertackerten hinten am stabilsten. Wenn sich jemand dafür interessiert, ich habe euch das wieder unter dem Video verlinkt. Und ich bin dann hingegangen und habe nicht direkt auf die Leinwände gemalt, weil die Leinwände sind jetzt nicht unbedingt Aquarellpapier, sondern haben wie eine Versiegelung, um eher da oben drauf nachher mit Acryl oder ähnlichem zu malen. Und ich bin hingegangen und habe mir auf 10 x 10 Zentimeter aus dem 300 Gramm Aquarellpapier das Format geschnitten und nachdem meine Motive fertig sind, dann werden sie von mir einfach aufgeklebt. Und auch für diese Bilder habe ich hier wieder kurz mein Material, was ich verwendet habe. Links im Bild Bleistift, Knetradierer, falls wir was korrigieren müssen für die Vorzeichnung. Dann einen Tintenfüller mit wasserfester schwarzer Tinte. Dann 3 unterschiedlich große Aquarellpinsel, der Borstenpinsel, um wieder mir Punkte in den Hintergrund reinspritzen zu können. Dann einmal das Deckweiß, was nicht im Farbkasten vorhanden ist, einen einfachen Aquarellkasten. Und oben das 300 Gramm Papier, was ich mir aus dem großen Bogen in 10 x 10 Zentimeter zusammengeschnitten habe. Ich habe mir 3 unterschiedliche Kürbisse herausgesucht, die mir hier wieder mal zur groben Orientierung dienen sollen. Und hier habe ich dann kurz die Vorzeichnungen von dem kleinen Kürbis in Bleistift auf dem Aquarellpapier. Und wenn ich die fertig habe, dann gehe ich hin und zeichne mir sämtliche Linien wieder mit der wasserfesten Tinte und dem Tintenfüller nach. Ich fange dann damit an, dass ich wieder eine komplette erste gelbe Schicht hier an den ganzen Kürbis einsetze. Auch oben in dem Stiel oder Stängel, der nachher grün wird. Auch da kommt eine erste dünne Schicht in Gelb drunter und auf der linken Seite, wo nachher mein Licht kommen soll und der Kürbis heller wird, dann nehme ich wieder ein bisschen mit einem Tuch von der Farbe weg. Danach dunkle ich mir mein Gelb etwas ab und setze eine zweite Farbschicht jetzt nur noch unten in den ganzen Kürbis ein. Und auf der linken Seite, wo nachher die hellen Teile reinkommen sollen, da nehme ich mir wieder ein bisschen mit einem Tuch von der Farbe raus. Und mein Gelb dunkle ich jetzt mit dem Orangeton weiter ab und setze mir eine dritte gelbe Schicht auf den Kürbis auf. Und wenn mir die Farbschichten nicht schnell genug trocknen, greife ich zwischendurch auch mal immer wieder zum Föhn. Als nächstes gehe ich jetzt hin und ziehe mir die ganzen Muster im Kürbis mit der Tusche jetzt nochmal nach. Das kann man eigentlich aber gleich am Anfang mitmachen, nur ich habe das jetzt mehr oder weniger vergessen und wollte nicht bis zum Schluss warten. Als nächstes wieder mein Gelb etwas mehr abgedunkelt. Das Ganze geht jetzt wieder mehr und mehr ins Orange. Und je mehr Farbschichten wieder aufsetzen, umso leuchtender wird das nachher. Auf der linken Seite versuche ich wieder ein bisschen im hellen Bereich von der Farbe wegzunehmen, wenn das nicht mehr funktioniert und das Bild schon zu trocken geworden ist, einfach mit einem Pinsel ein bisschen anfeuchten und man kann auf der linken Seite die Teile dann wieder so ein bisschen aufhellen. Und als nächstes kommt dann ein richtig dicker, deckender, oranger Farbauftrag. Wenn unten die Teile jetzt drunter weiß werden, würde ich auch hier hingehen und in mehreren Orange-Schichten von hell nach dunkel arbeiten. Aber da unten drunter das Gelb, das Orange sowieso verstärkt, gehe ich hier hin und setze einen einzigen recht kräftigen Farbauftrag drauf. Und dann kommt wieder unser Borstenpinsel zum Einsatz, den ich hier dann auch voll in die Farbe tunke und mir richtig dicke, fette Sprenkel in den Kürbis setze. Das soll nachher nochmal richtig schönes Muster geben. Alles, was in den Hintergrund geht, ist nicht ganz so dramatisch. Versuche ich mit einem Tuch so ein bisschen wegzunehmen, aber ansonsten verschwindet es nachher mehr oder weniger im Hintergrund. Und dann kommen wir zum Stängel. Ich habe mir so einen dunkleren Grünton hier gemischt. Gehe hier auch nur einmal drüber, denn das ist vollkommen ausreichend.
Der Stängel ist im Original eigentlich schon immer fast schwarz bei den Kürbissen und ich ziehe mir hier nur eine Farbschicht drüber und im oberen Bereich von dem eigentlichen Kürbis setze ich mir noch so ein paar grüne Punkte, um hier noch ein bisschen Struktur reinzubringen. Und dann kommt wieder unsere wasserfeste Tusche zum Einsatz. Ich fange mit dem Stängel oben an. Das Licht kommt von links auf der rechten Seite. Haben wir also die dunkelsten Teile. Malen wir das Stück für Stück hier aus. Auch im oberen Bereich, wo ich vorhin noch das Grün aufgetragen habe. Dann gehe ich hin und male mir auch diese dicksten, großen, orangen Farbflecken nochmal eine Umrandung drumherum, um die noch ein bisschen kontrastreicher zu gestalten. Und dann gehe ich hin und Stück für Stück wird dann der Schatten in den Kürbis eingemalt. Und da das Licht von der linken Seite kommt, dann hier auf der rechten Seite im unteren Bereich der dunkelste Teil vom Kürbis und mit der Tusche setze ich mir dann auch noch den Schatten auf dem Boden rein. Dann helle ich mir oben auf der linken Seite die hellen Bereiche mit dem Deckweiß noch ein bisschen auf. Und dann gehe ich hin und male mir noch ein bisschen mit dem Orange unten in die Schattenbereiche, in den dunkleren Bereich rein, um diese Rundungen vom Kürbis hier noch ein bisschen zu betonen. Und dann kommt auch hier schon der Hintergrund ran und im oberen Bereich fange ich mit einem Orangeton an. Das sind sozusagen die Reste von der Farbpalette, die ich hier noch über habe, mische ich mir leicht so einen Hauch von Braun mit rein. Ziehe das von oben nach unten und vom unteren Bereich ziehe ich mir einen Grünton rein und in der Mitte lasse ich das Ganze so ein bisschen ineinander übergehen. Und mit einem kleinen Pinsel korrigiere ich mir sozusagen hier noch ein bisschen die kleinen Kanten, die mich hier im Hintergrund stören. Dann spritze ich mit dem Borstenpinsel wieder mit einem Grünton noch so ein bisschen unruhige Flecken in den Hintergrund. Und als Abschluss male ich mir dann mit der wasserfesten Tusche nochmal so einen kleinen Rahmen drumherum. Das zweite Motiv möchte ich euch hier nur kurz anreißen im Schnelldurchgang. Prinzipiell ist immer alles gleich. Das heißt, ich mache eine Vorzeichnung mit Bleistift, ziehe meine Umrandungen dann mit der Tusche nach. Aber da wir hier als Vorbild einen weißen Kürbis haben und ich das Weiß jetzt nicht als reines Papierweiß stehen lassen wollte, behelfe ich mir, indem ich hier mit einem ganz hellen Grünton anfange. Male mir den Kürbis komplett in diesem hellen Grün durch und auf der linken Seite nehme ich mir mit dem Tuch wieder von der Farbe weg. Und dann gehe ich hin und versuche mir diese Struktur, die im Originalkürbis zu sehen ist, hier mit einem dunkelgrün mit dem Pinsel Stück für Stück aufzutupfen. Dann male ich mir in diesem Stumpf vom Kürbis oben, der hier so ein bisschen aussieht wie eine kleine Krone, mit Brauntönen die Struktur weiter ein. Und dann verstärke ich mir die Struktur bzw. dieses Muster im Kürbis dann mit meiner schwarzen Tusche. Die ganze restliche Vorgehensweise im Bild bleibt dann gleich wie bei dem anderen Motiv. Ich setze mir jetzt komplett meine Schatten mit der Tusche in den Kürbis ein, male mir meinen Schatten auch unter den Kürbis mit der Tusche. Dann male ich mir wieder mit einem Grünton und einem kleinen Pinsel die Rundungen hier von dem Kürbis so ein bisschen nach. Und gehe dann noch so ein bisschen in die Schattenbereiche rein. Dann verstärke ich mir mit dem Weiß die hellen Partien, wobei das hier im Video jetzt gar nicht so viel zu sehen ist. Und trotzdem macht das nachher wieder ein bisschen was aus. Dann setze ich mir wieder meinen Hintergrund.
Und mit dem Borstenpinsel sprenkle ich mir die Farbe da hinten wieder rein. Und zum Abschluss setze ich mir wieder den Rahmen drumherum. Und das dritte Motiv arbeite ich mir dann nach dem gleichen System aus. Und wenn ich die Bilder fertig habe, dann klebe ich sie noch auf die Leinwände auf. Und ich habe mich hier im Endeffekt nachher für 3 verschiedene Motive entschieden. Und die machen sich nachher neben den Originalkürbissen als Deko auch ganz gut. Und das war's dann mit meinem Video mit den Mini-Kürbissen für die 10x10 cm Leinwände. Ich hoffe, es dient dem einen oder anderen als Anregung. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen. Wenn ihr irgendwelche Anregungen habt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wenn ihr nichts verpassen wollt, dann abonniert gerne meinen Kanal. Ich danke euch fürs Zuschauen. Demnächst gibt es dann wieder mehr. Und bis bald.